willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den EX8. Und wie ihr schon im Titel lesen könnt, ich werde heute den EX8 einmal detailen. Ich habe ja schon mal vor, keine Ahnung, 2-3 Jahren oder sowas den MX-5 gedetailt. Und heute ist der EX8 dran, weil der Lack vom EX8 hat schon sehr stark gelitten. Ich hatte den ja irgendwie 2 Jahre lang oder sowas in der Halle stehen. Und da war der, sag ich mal so, die ersten 1,5 Jahre oder sowas, stand der da auch einfach mal ohne irgendwas drüber. Und das hat den Lack schon sehr, sehr zugetan. Jetzt zeige ich mal ganz kurz, was ich meine. Die Motorhaube hat es am schlimmsten getroffen. Und zwar seht ihr hier überall so eine kleinen Punkte. Da vorne, da. Und die sind hier überall drauf. Das ist, ja, alles Vogelkot. Aus irgendeinem Grund ist der Lack beim EX8 auch extrem anfällig für sowas. Keine Ahnung warum. Sobald hier irgendwie für 20 Minuten oder sowas da so ein bisschen Vogelkot drauf ist, ätzt er sich direkt rein. Oder wie die das einfach hier oben gemacht hat, da habe ich gestern ein bisschen nachgearbeitet. Ja, da sieht man so ein bisschen hier. Nimmt auch einmal komplett Lack weg. Und deswegen werde ich da heute mal einfach versuchen, den Lack irgendwie wieder schön zu kriegen. Weil der EX8 Lack ist schon meiner Meinung nach der absolut schönste Lack, den man auf dem Auto haben kann. Weil wenn man das vielleicht so sehen kann, wenn ich jetzt mal mit der Lampe rübergehe. Oh, der Lack sieht schon geil aus und leuchtet auch so ein bisschen, beziehungsweise glitzert wie Sau. Und ich finde den Lack an sich schon sehr, 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 sehr geil. Und deswegen, ich werde überall einmal rübergehen, das ganze Auto detailen, wie man auch hier vorne sehen kann. Ah, kann man überhaupt nicht sehen auf der Kamera, perfekt. Der hat überall so einen kleinen, ja, so einen kleinen Lackschäden, also überall Kratzer und da war halt sehr viel Staub drauf. Und dann habe ich den Staub dann auch mal nicht mit Wasser runtergemacht und so eine Scheiße. Deswegen, ich werde ihn einmal komplett detailen. Ich will hoffen, dass ich irgendwie die Motorhaube wieder vernünftig hinkriege. Und ja, auf jeden Fall den EX8 einmal wieder zum neuen Glanz verleite, sage ich das so? Ja. Ja, hier sind die Produkte, die ich benutzen werde. Ist einfach Meguiar's, habe ich letztes Mal schon benutzt, wo ich den MX5 gemacht habe. Hat gut funktioniert. Ich benutze es jetzt einfach nochmal. Zu Anfang, ich werde einmal mit dieser Kleber den Lack einmal komplett reinigen. Das nimmt im Prinzip die ganzen kleinen Schmutzpartikel aus dem Lack raus. Also halt Teer und so eine Scheiße. Dann gehe ich da einmal rüber mit dem Ultimate Compound. Ich werde hingehen, weil der Lack überall nicht gut ist. Werde ich hier mit dem Ultimate Compound drauf gehen. Und dann danach das mit dem Polish drauf gehen. Und dann am Ende mit dem Hybrid Ceramic Liquid Wax das Ganze einmal, ja, versiegeln. Und dann sollte der EX8 auch wieder schön sein. Und ich will hoffen, dass dann der Vogelkot, ja, nicht mehr sich hier einfach direkt in den Lack reinätzt. Und ja, dann will ich hoffen, dass das Auto wieder schön aussieht. Und ich bin mal gespannt, ob man irgendwie einen Vergleich sieht, ob der Lack dann wirklich sehr viel schöner geworden ist oder ob der irgendwie mehr glänzt, die Farbe besser rauskommt oder mehr funkelt. Aber der Unterschied zum letzten Mal ist einmal, dass ich einen anderen Wax benutze und hier diese Pads. Und die Pads, wie ihr schon seht, sind für die Maschine. Und ich werde auch heute eine Maschine benutzen. Letztes Mal habe ich das ja alles per Hand gemacht. Ich habe mir eine Kraftpaket, wie heißt die? Keine Ahnung, eine Kraftpaket mit 900 Watt. Habe ich mir gekauft. Ich fange jetzt einfach mal an. Ihr könnt mir dabei zugucken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Auto ist jetzt komplett fertig geklavert. Ich bin jetzt einmal komplett rumgegangen. Hat sehr lange gedauert und ein kleiner Tipp, wenn ihr es macht, macht es nicht. Wenn es kalt ist draußen, ist jetzt irgendwie 8 Grad oder sowas und die Klaver ist super, super hart. Deswegen am besten machen wir bei 20 Grad oder sowas. Dann ist es, glaube ich, nicht so hart und man muss sie nicht so nervig auseinanderziehen und so. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal kurz hingehen. Und ich habe das Auto ja schon einmal komplett sauber, beziehungsweise die großen Unebenheiten sind raus. Oder die großen Schmutzunebenheiten gedöns sind raus. Und man sieht ja immer in den Videos, in den Produktvideos oder wenn Leute Autos detailen, dass das Wasser so abperlt. Und ich glaube, dass der Lack nämlich echt schlecht ist und das Wasser hier jetzt relativ schlecht abperlen wird. Ich habe jetzt hier einfach komplett Wasser drin, einmal ausgespült und einfach nur Wasser drin. Und ich will mal so einen kleinen Vorher-Nachher-Effekt haben, beziehungsweise sehen. Ich hätte es natürlich besser machen können, bevor ich das Ding einmal komplett geklavert hätte, aber ja, jetzt kann ich es halt auch nicht mehr anders machen. Ich sprühe mal ein bisschen Wasser drauf und dann mal gucken, wie gut das abperlt. Ja, passiert noch gar nichts.
Okay, ich sag mal so, das ist jetzt nicht gut. Glaube ich. Also ich bin mal gespannt, wie es danach ist. Aber hier, man sieht ja hier, Tropfen werden alle relativ groß. Bevor das mal anfängt irgendwie hier abzuperlen. Und ja, mal gucken, wie es gleich ist. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie doll es abperlt. Ist nicht wirklich doll. Abperlen ist halt auch relativ gut, weil wenn hier das Wasser so gut drauf dran gehalten hat, wird Schmutz, Salz und sowas auch gut dran halten. Deswegen will ich mal hoffen, dass es gleich besser ist. Oder nachher besser ist. Ich werde jetzt hier vorne erstmal einmal anfangen zu polieren. Ich nehme dafür den gelben Aufsatz hier. Das soll dieser Medium Cut oder Soft Cut Aufsatz sein. Gucken mir das hier vorne einmal an. Gehe hier einmal komplett lang. Werde hier vorne das auf jeden Fall erstmal machen. Gucken, ob ich hier vorne die Unreinheiten, beziehungsweise das da. Ne, glaube nicht. Und ich werde erstmal gucken, ob es hier besser wird. Ja, mal gucken. Hoffentlich ruiniere ich mir den Lack da nicht bei. Ich werde es mal ausprobieren. Ich habe jetzt die erste Seite ein bisschen gemacht. Im Prinzip einmal hier und einmal darüber. So, vom Weitem kann man jetzt überhaupt keinen Unterschied sehen, perfekt. Aber wo man einen Unterschied sehen kann, ist einmal in der Reflexion. Weil ich habe jetzt ungefähr bis hier vorne gemacht. Ich kann das jetzt mal irgendwie gucken, dass ich das auf Kamera drauf kriege. Geben das irgendwie hin, dieses Licht hier. Sieht man das, dass das so ein bisschen... Ich glaube, wenn ich ranzoome, bringt das auch gar nichts, ne? Das ist auf dem Lack ein bisschen schwer zu sehen, aber man hatte überall diese kleinen ja, Kratzer drin, diese ganz, ganz kleinen Kratzer. Aber wenn man jetzt hingeht und hier vorne... Aber wenn ich jetzt hier übergehe, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist so ziemlich gar nichts mehr drauf. Also nur ganz, ganz wenig. Also bringt auch was mich wundert, dass es das was bringt, aber... Ja, anscheinend geht das ganz gut. Diese Kratzer, beziehungsweise diese Dinger kriege ich hier nicht raus. Da, wo sich das, der Vogelkot eingeätzt hat, sage ich mal. Ich denke einfach mal, dass da schon mehr beschädigt ist als einfach nur der Klarlack, beziehungsweise dass der Klarlack hier schon so stark beschädigt ist, dass ich den nicht mehr retten kann. Ich gehe jetzt einmal hin, mache das ganze Auto einmal rundrum, dann gehe ich noch mit dem Ultimate Polish drauf, mache das Auto noch einmal komplett rundrum und dann gucken wir uns das mal an, wie das dann aussieht und dann danach werde ich das einmal mit dem Ceramic Wax, werde ich das einmal dann wachsen und dann werden wir später nochmal nachgucken, wie gut das Wasser ja, darauf abperlt. So, ich bin jetzt mit dem Polieren fertig. Ich habe jetzt einmal eine Umdrehung, sage ich jetzt mal, mit dem Compound gemacht und eine Umdrehung mit dem Polish gemacht. Und der Lack sieht jetzt um einiges besser aus. Hier vorne sieht man auch, da wo das Licht ist. Erstmal glänzt das unfassbar doll wieder. Hat es auch vorher getan, aber jetzt noch ein bisschen mehr. Und wenn man hier bei dem Licht guckt, sieht man halt, dass da nicht mehr so eine Schlieren sind, beziehungsweise so eine Kreise vom Autowaschen. Hier sieht man auch mal. Da glitzert er auch noch schön und sieht man hier auch in den Spiegelungen hier. Hallo. Das ist schon extrem, extrem krass, wie es jetzt aussieht. Hier vorne hatte ich auch Probleme, weil der Auspuff, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund war das hier oben schwarz. Ich gehe mal davon aus, dass eine Mischung aus Hitze, Feuer und viel Abgase. Das habe ich jetzt auch endlich wegbekommen. Sah ein bisschen scheiße aus, weil es hier so braun wurde, beziehungsweise so schwarz wurde, so rußig wurde. Sieht jetzt auch wieder vernünftig aus. Ansonsten, wie gesagt, einmal komplett rum. Jetzt um das Ganze, was ich hier jetzt gerade gemacht habe, in den letzten 6 Stunden oder sowas, um das Ganze so behalten, oder um das Ganze so zu behalten, werde ich jetzt hingehen, einmal das Hybrid Ceramic Liquid Wax draufschmeißen. Ist eigentlich ganz einfach, ein bisschen was auf so einem Applicator Pad, auf so einem Teil drauf tun, dann das Ganze darüber ein bisschen verteilen und dann irgendwie 3 bis 5 Minuten warten. Auf jeden Fall, ich hau jetzt das dem drauf. Dann warte ich bis morgen, weil ich glaube, es muss irgendwie ein bisschen aushärten, bevor man da Wasser drauf tun kann, bevor ich da halt Wasser drauf sprühen kann. Dann können wir sehen, wie es abperlt. Das mache ich morgen eben, beziehungsweise muss ich dann eben bis morgen warten. Ich werde jetzt von dem Auftragen auch nicht viel filmen. Ich denke mal einfach nur, wie ich das einmal hier auf dem Motor drauf schmeiße und dann werde ich das eben so machen, weil ich glaube, es ist nicht so unfassbar interessant, wenn ich jetzt hingehe und das ganze Auto gehe und das drauf tue. Deswegen sehen wir uns morgen wieder, beziehungsweise für euch jetzt, für mich morgen. Und dann machen wir nochmal den Wassertest, wie das so abperlt und wie das auch dann im Endeffekt aussieht.
So, der RX8 ist jetzt fertig. Ich habe das Ceramic Liquid Wax Gedöns draufgeschmissen. Der ganze Fortschritt, den ich jetzt gemacht habe, beziehungsweise die 8 Stunden, die ich jetzt daran war und das Ganze zu detailen, ist so und jetzt versiegelt und der sollte jetzt auch ein schönes Abperl-Effekt-Gedöns haben, sodass ich da der Schmutz und das Wasser nicht dran heften kann an dem Lack. Ich teste das mal eben ganz kurz. So, ich mache mal wieder dieselbe Stelle ungefähr hier. Ich werde das, denke ich mal, so nebeneinander gleich schneiden, damit man halt so einen Unterschied sieht. Aber ich sprühe einfach mal so drauf. Mal gucken, ob das Dollar abperlt. Man sieht auf jeden Fall, dass mehr Tröpfchenbildung ist. Und ich denke mal, wenn ich da jetzt so einmal drüber puste, Moment. Ja, aus mehr abperlt, ich glaube schon. Also ist es auf jeden Fall mehr Tröpfchenbildung. Und ich denke mal, durch den Fahrtwind wird das jetzt dann alles halt schön wegwehen. So, ich werde jetzt aber eben kurz das Auto nach draußen stellen, weil so jetzt das Auto zu zeigen ist ein bisschen blöd. Ich werde mal eben nach draußen fahren und ein bisschen besser das Auto zeigen können, außer halt so einzelne Teile, sondern im Ganzen. Ja, ich fahre mal raus. So, der X8 ist jetzt aus der Garage raus und ja, auf Kamera kann man höchstwahrscheinlich überhaupt gar keinen Unterschied sehen. Er ist auch noch ein bisschen dreckig, weil es ist halt mein Daily Driver und so ein bisschen dreckig überall, das bleibt nicht aus. Wie gesagt, die Flecken hier vorne, diese Stellen, wo mir die Vögel den Lack zerkratzt haben, hier vorne und hier, die habe ich nicht rausgekriegt, aber das Auto ist jetzt um einiges besser geschützt vor halt, vor Lackschäden bzw. Vogelkot, der mir den Lack zerfrisst. An sich, der Lack ist jetzt geschützt, das Auto ist jetzt gedetailed, sieht ein bisschen besser aus. Ich denke mal, man sieht jetzt so keinen Unterschied. Ja, top. Der Wind haut auch gerade Vollgas rein. So, ich bin jetzt mal kurz ins Auto gegangen, weil sonst der Wind komplett reinhaut und man mich gar nicht mehr versteht. Ich glaube, ich muss mal so ein Mikrofon-Cover kaufen, damit man mich bei Wind auch noch verstehen kann. Auf jeden Fall, der Lack ist jetzt wieder geschützt vom RX8. Ja, wie gesagt, die Lackschäden habe ich leider nicht rausbekommen, aber ich habe den jetzt so versiegelt, dass eigentlich in letzter Zeit oder dass da erstmal, ich glaube für 2 Jahre oder 1 Jahr so oder sowas soll das halten. Dann sollen da erstmal keine neuen Lackschäden draufkommen. Also halt keine Vogelko-Lackschäden. Und so kann mir der Lack dann halt noch ein bisschen länger, ja, schön bleiben. Auf jeden Fall, das war's vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.